Wie ist eigentlich die Saiyajin-Armee aufgebaut? Eingeführt und angeführt durch König Vegeta, um die friedlebenden Zufurojin aus dem Leben zu klatschen, somit den Planeten Plan zu übernehmen und diesen in Planet Vegeta umzubenennen. Wie selbstverliebt muss man eigentlich sein, um den Planeten nach sich selbst umzubenennen? Selbst Kim Jong-un benennt Nordkorea nicht in Land Kim Jong-un. Es hat zwar ein wenig gedauert, die Zufuros auszulöschen, nämlich ganze 10 Jahre, doch nach diesen 10 Jahren hat sich der Mond endlich mal blicken lassen, welcher nur jede 100 Jahre dort erscheint, und mit der Ozaru-Form hatten die Zufurojins nichts mehr entgegenzusetzen. Am Ende war es also ein großer Erfolg. Jeder hat gefeiert, bis auf Sakura, denn die hat auch nichts zum Feiern. Nicht viel später wurden auch King Cold und Freezer auf diesen Planeten aufmerksam und haben direkt mitgefeiert. Tja, denn eigentlich waren sie jetzt nur noch mehr oder weniger Sklaven, welche die Drecksarbeiten machen sollen. Großer Erfolg! Und gegen die Freezer-Armee konnten die Saiyajin auch absolut nichts ausrichten. Alleine Freezer in der ersten Form war stärker als alle Saiyajin zusammen, doch dann gibt es ja auch noch King Cold, Cooler, die Ginyu Force und so fucking weiter. Auch war die Furcht von Freezer, dass diese ihm irgendwann mal gefährlich werden könnten, relativ schwachsinnig, da selbst König Vegeta in der Ozaru-Form ja, nur knapp 100.000 Kampfkraft hätte, und wäre er ein Super Saiyajin geworden, dann hätte er auch nur eine Kampfkraft von knapp 500.000. Da ist Freezer in der ersten Form noch ein gutes Stück stärker. Naja, auf jeden Fall hieß es jetzt für die Saiyajins ran an die Maloche und für Meister Freezer Planeten erobern. Gut, verkaufen kann man die jetzt aber auch nicht mehr. Zwar denke ich, dass Freezer diese 28 Planeten eigenhändig schneller erobern könnte, aber okay. Die Armee der Saiyajin unterteilt sich in die Elite, die Mittelklasse und der Unterklasse, worin auch die Techniker und die Infiltrationsbabys gehören, und dann gibt's auch noch die Wissenschaftler. Bei der Geburt wird dann schon einmal vorab entschieden, in welche Klasse du kommst. Wenn du also ein fittes Baby bist, mit Sixpack und so, dann hast du eine gute Chance auf die Mittelklasse. Beste, was man eigentlich erreichen konnte. Wenn man so ein schwaches, unnützes, kleines fucking Drecksbaby ist wie Sakura, dann, ja, bye bye Sakura. Endlich ist die weg. Sei aber auch nicht ein zu krasser Typ als Baby, denn ansonsten wird der König dich, ja, für immer entführen. Laut Akira kann ein Unterklassekämpfer auch nicht mehr in die Mittelklasse aufsteigen, egal wie stark er in seinem Leben geworden ist. Was ich leicht dämlich finde, aber okay. Der Rang wird halt bei der Geburt festgelegt und man kann dann halt nur noch in dem Rang selbst sich irgendwo platzieren, zum Beispiel in die obere Unterklasse. Je höher die Kampfkraft, desto besser. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, das klingt doch alles ganz simpel und logisch. Immerhin ist das ein Volk der Barbaren und die gehen nur nach Stärke und so, von daher ist Kampfkraft dort alles. Und deswegen ist die Klasseneinteilung durch Kampfkraft natürlich auch sehr sinnig. Ja, man kann so denken, das ist aber ein großer Fehler. Gehen wir jetzt nämlich mal etwas mehr ins Detail und in die Klassen rein. Du wurdest auf einen Planeten ohne echte Gegner geschickt, wie alle Saiyajins zweiter Klasse. Du bist doch nur eine Missgeburt. Ganz oben im Militär, in der Armee und allgemein auf dem Planeten Vegeta steht die Elite. Was nur König und Prinz Vegeta waren. Table gehört nicht dazu, weil er für König Vegeta zu Pussy wäre, als dass er zur Königsfamilie gehören würde, und hat ihn einfach, ja, verbannt. König Vegeta durfte über absolut alles und jeden entscheiden, Mann, Frau, Kind, im Militär oder auch nicht, alles scheißegal. Ja krass, also könnte man auch da reinkommen, wenn man genug trainiert hat? Nope, die Saiyajins waren allen Anschein nach eine Monarchie, da man in die Elite nur reingeboren werden konnte. Ganz unabhängig von der Kampfkraft. Okay, war man zu Pussy, dann wird man einfach auf einen anderen Planeten geschickt, aber man kann halt da nur reingeboren werden. Rückt sie freiwillig raus oder wir holen sie uns.
Her damit, ich werd's nicht zweimal sagen. Namekianer hin oder her, für uns bist du sowieso nur ein Furz im Wind. Die Mittelklasse sind meistens Krieger, dessen Potenzial bereits als Kind sehr hoch war. Dadurch konnte man schon recht schnell die Spreu vom Weizen trennen und diese Kinder gut fördern, indem man ihnen ein spezielles Training ermöglicht. Nicht nur wurden diese dadurch an sich noch stärker als die Unterklassenkinder, sondern sollten diese wohl auch in der Lage sein, ihr Ki richtig gut kontrollieren zu können, wodurch sie dann halt diesen Mondball erschaffen können sollten. Dadurch wurden sie nicht nur von der Bevölkerung sehr hoch angesehen, sondern genießen diese auch noch mehr Bonis. Diese konnten zum Beispiel, ohne sich einen Termin zu machen, einfach mit König Vegeta reden, erhielten natürlich im Gesundheitswesen, der Nahrung und deren Behausung gute Extras, sodass diese auch einen sehr hohen Lebensstandard hatten. Missionen mit Kämpfern aus der Mittelklasse wurden meistens ohne Probleme und sehr schnell durchgeführt. Zur Mittelklasse gehören Nappa mit 4000 Kampfkraft, der sich selbst als stärkster General der Saiyajins gezählt hat, Raditz mit 1600 Kampfkraft, zumindest soll er diese laut Akira Toriyama in einem Interview im Kampf gegen Goku und Piccolo gehabt haben, Paragus mit hinterher im Dragon Ball Super Film 4200 Kampfkraft, wahrscheinlich diese 3 Mongos da, Zorn und dann wahrscheinlich auch noch so 3 weitere Leute. Das waren alle Mittelklasse-Krieger der Saiyajin. Etwas wenig dafür, dass die Mittelklasse eigentlich die Mitte repräsentieren sollte und somit den Durchschnitt. Oder? Auf jeden Fall sollte die Mittelklasse nicht aus ca. 10 Personen bestehen, das ist doch Bullshit. Ich glaube, in Dragon Ball Super haben die diesen Fehler auch erkannt und deswegen gibt es einen ganzen Raum voller Mittelklasse-Typen. Also, ja, ich glaube, da haben die das dann ausgebessert. Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass auch eine Missgeburt dich besiegen kann, wenn sie nur hart genug trainiert. Zu der Unterklasse gehören so gut wie alle anderen Saiyajin. Diese hatten innerhalb der Armee so gut wie nichts zu sagen und wurden meistens zu den schwächeren Planeten geschickt. Durch das fehlende Extratraining waren nur sehr wenige in der Lage, ihr Ki vernünftig zu kontrollieren, wodurch sie gezwungen waren, mit purer Kraft zu kämpfen. Meistens mussten diese sogar auf ihre Ozaru-Form zurückgreifen, um die Mission endlich hinter sich zu bringen. Und weil sie ziemlich oft darauf angewiesen sind und diesen Plasmaball nicht machen können, gibt es diese komische Mondbeleuchtung von der Raumkapsel. Aber auch in der Unterklasse gab es eine Rangordnung, da es hohe Unterklassekämpfer gab, die sogar ein eigenes Team hatten, wie zum Beispiel Bardock. Bardock mit ca. 10.000 Kampfkraft. Gut, dass er wohl alle Mittelklasse-Typen hops nehmen könnte oder auch gegen König Vegeta konkurrieren könnte, aber trotzdem noch zur Unterklasse gehört. Zu der Unterklasse gehören jedoch auch Saiyajins, welche eigentlich überhaupt nicht kämpfen können, nämlich die Techniker, worüber man leider nicht so ganz viel weiß. Diese scheinen sich wohl um die Raumschiffe zu kümmern, reparieren diese, fliegen diese und machen wohl alles Mögliche, was sehr wenig mit dem Kampf zu tun hat. Anscheinend werden diese trotzdem als Soldaten und der Unterklasse gezählt, weil diese ja im Kampf mit dabei sind und wenn es hart auf hart kommt, auch kämpfen würden, da diese sich zumindest mit einer Laserpistole wehren könnten. Den einzigen, den man kennt, ist davon Beats, welcher Angst vor dem Kämpfen hat und Kid Broly mit einer Kampfkraft von 920 wohl eine weitaus stärkere Kampfkraft hat als er. Verarschen kann ich mich auch allein. Wer interessiert sich schon für das Werk von einem Low-Level-Kämpfer? Von mir aus können die mit dem Gör machen, was sie wollen. Mir ist für sowas meine Zeit zu schade. Auch noch im entferntesten irgendwie zu der Unterklasse gehören die Babys, welche eigentlich als zu schwach angesehen werden und die Eltern diese somit sofort auf einen anderen Planeten schicken, welchen die Babys auf gut Glück übernehmen sollen. Schafft er es, darf dieser zurück und als Unterklassekrieger dienen. Schafft er es nicht, tja, dann ist er wohl tot. Oder er hat sich den Kopf gestoßen und vergisst alles. Wenn die Babys das auch nicht schnell genug hinbekommen und die anderen Saiyajin dort zur Kontrolle hinfliegen und der Planet dann immer noch nicht fertig geleert wurde, haben die Saiyajin die Einwohner ausgerottet und diesen einen nutzlosen kleinen Saiyajin gleich mit. Aber warum machen die Eltern das eigentlich mit ihrem eigenen Kind? Na, damit der eigene Sohn nicht zu einem Techniker wird oder so etwas ähnliches. Ist doch logisch. Da Kampfkraft bei diesem Volk alles ist, sind diese kleinen, extrem schwachen Babys nicht gerne gesehen und die Saiyajins empfinden diese eher als Beleidigung. Schätze mal, uns wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als ihn auf einen weit entfernten Planeten zu schicken. Ja, sehe ich genauso. Eine weitere bekannte Klasse gibt es jedoch noch, nämlich die Wissenschaftler. Diese beobachten eigentlich nur frisch geborene Babys und werten ihre Daten aus. Hat das Baby das Zeug eines Mittelklassekämpfers? Ein Unterklassekämpfer? Oder wird das Baby direkt mit einem Katapult zu einem anderen Planeten geschleudert? Das ist die Aufgabe der Wissenschaftler und das versuchen diese halt herauszufinden. Diese haben absolut nichts mit dem Kampf zu tun, weswegen diese wohl auch über keinen Schwanz verfügen. Vermutlich haben sie sich diesen selbst abgetrennt oder so, man weiß es nicht, darunter fallen aber zum Beispiel Neon und Moroko.
Die Technik der Armee sollte man auf jeden Fall auch nochmal anschauen, gehört ja immerhin zur Armee. Das meiste Zeug hatten diese einfach von den Zufurujin übernommen, wie den Scouter und die Raumschiffe, welche die dann ein bisschen modifiziert haben und die dann so gemacht wurden, wie wir sie jetzt halt kennen. Ihre Wissenschaft war zwar nicht ganz so weit fortgeschritten, aber in Bezug auf Raumschiffe und Kampfmittel hatten die eigentlich dank den Zufurujins gut was in der Hand. Dazu hatten die Saiyajin einen Pakt mit den Arcosianern, welche sie mit den klassischen Rüstungen versorgt hatten. Nachdem dann Colt den ganzen Bums übernommen hat, hat dieser die Saiyajins mit praktisch all ihren Waffen, Rüstungen, Maschinen und so weiter versorgt. Über die Scouter und die Raumschiffe werde ich sehr wahrscheinlich sogar noch separate Videos machen. Du Hohlkopf, du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Dieses Gemüse ist nämlich nicht gerade gesund. Und natürlich kommen wir hier nicht an die kleinen grünen Cybermänner herum. Diese sind nämlich mehr oder weniger eine der klassischen Waffen der Saiyajin. Die Saiyajin haben diese zwar nicht erfunden, weil das Lebewesen sind, aber sie haben diese immerhin auf einen anderen Planeten entdeckt. Sie sind zwar verdammt praktisch, da sie halt alleine kämpfen, allerdings sind diese auch recht selten, da die Samen nicht nur schwer zu erschaffen sind, sondern es ist auch schwer daraus volle Cybermänner zu machen. Happa Happa von Papa Nappa. Oh, und fucking wild sind diese kleinen grünen Missgeburten auch noch. Bist du ein schwacher Saiyajin? So greifen dich diese Penner einfach so mal an. Aus diesem Grund gab es nicht ganz so viele Saiyajin, die diese auch während einer Mission wirklich genutzt haben. So Freunde, viel mehr gibt es zu der Saiyajin-Armee eigentlich nicht mehr zu sagen. Wie gesagt, ein separates Video zu der Raumkapsel und den Scouter, die werden noch kommen. Und vielleicht werde ich auch noch ein Video zu der Freezer-Armee machen mit demselben Aufbau und so weiter. Mal gucken, was noch so kommen wird. Und ihr denkt, 2020 kann nicht noch schlimmer werden? Falsch, denn ich werde wieder aktiver werden. Ich werde versuchen, wieder zu streamen und mehrere Videos die Woche hochzuladen, über Kapitel-Reviews und so weiter. Ich versuche wieder ein bisschen aktiver zu sein. Also, seid gespannt. Das war es jetzt allerdings aber auch schon wieder von mir. Merch-Link, Twitter, Instagram und Discord findet ihr alles unten in der Beschreibung. Wir sehen uns auch wieder beim nächsten Mal und ja, macht's gut, meine Freunde. Schüsse fallen in der Nacht, hey, eine Richtung bis es klappt, hey, wir kommen niemanden bekannt vor, wir sind wie ein Phantom, wir sind wie ein Phantom.